Hallo, mein Name ist Joachim Becker. Ich leite bei Share IDS das Competence Center Supply Chain Management und ich bin heute hier mit meinem Kollegen Marco. Hallo, mein Name ist Marco Alles. Ich betreue bei der Share IDS das Thema Lagerlogistik. Wir wollen heute über das Thema EWM für den Mittelstand sprechen. EWM, Extended Warehouse Management, es geht also um Lagerlogistik. EWM und Mittelstand ist für viele ein Widerspruch. Warum sehen das viele als Widerspruch, Marco? Das EWM wird immer noch als die teure Lösung für komplexe Lagerstrukturen, für große Werke, für große Handelshäuser gesehen. Man ist immer noch der Meinung, dass es tatsächlich eine sehr teure Lösung ist. Das heißt, heute wird es gesehen für große produzierende Unternehmen oder für Handelsunternehmen, Retailer und Ähnliches, aber es ist auch in anderen Branchen und in anderen Unternehmen gut einsetzbar. Es ist überall einsetzbar. Die Tatsache, dass wir seit S/4HANA das EWM als Basic Warehousing in der Lizenz im Core mit drin haben, also ohne Zusatzlizenz nutzbar haben, macht es auf einmal für ganz viele Kunden interessant. Unabhängig davon, wie komplex die Lagerstrukturen sind, unabhängig davon, wie groß die Unternehmen sind, es ist die Lösung für die Lagerlogistik, wenn man SAP einsetzt. Das heißt, in der Realität, auch in anderen Branchen, in anderen Unternehmen, durchaus die Möglichkeit, überall einzusetzen. Also auch in anderen Branchen als den typischen, die wir zuerst genannt haben, also produzierende Unternehmen. Kannst du noch ein paar Beispiele geben? Ja, wir haben zum Beispiel ein EWM implementiert bei einem kommunalen Energieversorger. Da gibt es keine Produktion, da gibt es auch keine Vertriebsprozesse, die auf das Lager zugreifen. Das ist mehr oder weniger eine Lösung für die Ersatzteilversorgung. Wir haben das EWM da quasi installiert im Zusammenhang mit der Instandhaltung. Wir sind im Moment dabei, eine Lösung aufzusetzen für eine Universitätsklinik, um da die Materialwirtschaft und auch den internen Transport auf ein neues oder auf ein anderes Level zu heben. Also alles Themen, die man nicht unbedingt mit einem EWM verbinden würde. EWM kann auch einfach, nicht nur komplex? EWM kann auch einfach. Die Frage ist immer, einfach für wen? Wenn wir sagen, EWM einfach zu implementieren für das Implementierungsteam, dann können wir auf vorgefertigte Prozesse zugreifen. Da können wir auf sehr einfache Strukturen zugreifen, die hier eine Implementierung sehr einfach und sehr schnell machen, aber auch einfach für den Bediener. Um hier ein Beispiel zu nennen, dass wir sagen, wir automatisieren viele Funktionen. Wir automatisieren die Palettenbildung, wir automatisieren den Labeldruck oder den Etikettendruck. Wir legen die Aufträge für den Staplerfahrer automatisch an und ordnen sie automatisch zu. Also alles das ermöglicht dann eine sehr einfache, komfortable Bedienung des Systems. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit auf der anderen Seite, das so flexibel zu gestalten, dass wir auf die Erfahrung der Mitarbeiter zugreifen können, um einfach auch davon zu profitieren, dass wir nicht unbedingt ein sehr starres System haben, sondern auf den Wissensschatz der Mitarbeiter zurückgreifen können und sehr flexibel Lagerplätze zu finden, ohne komplexe Strategien im Hintergrund abarbeiten zu müssen. Das heißt, es kann beide Szenarien geben. Das System ermittelt automatisch, wo was gelagert wird, nach bestimmten Kriterien oder Mechanismen oder Strategien. Oder es wird tatsächlich weitgehend manuell gemacht und man vertraut auf die Mitarbeiter. Beide Varianten sind denkbar. Beide Varianten sind denkbar. Beide Varianten sind sogar parallel zueinander einsetzbar. Aber natürlich wird immer alles dokumentiert. Es ist alles grundsätzlich nachvollziehbar. Das heißt, du siehst tatsächlich EWM als gut geeignet für den Mittelstand in unterschiedlichsten Varianten und Szenarien. Ja, durchaus. Also auch für einfache Läger, auch für manuell geführte Läger ist meiner Meinung nach das EWM die passende Lösung. Wie
siehst du denn EWM strategisch, auch im Hinblick auf Weiterentwicklung bei SAP? Was passiert da? Wo gibt es da noch Schwerpunkte? Wird überhaupt weiterentwickelt? Das EWM ist das strategische Lagerverwaltungsmodul der SAP. Das bedeutet, da wird es kontinuierlich Verbesserungen geben, da wird es kontinuierlich Entwicklung geben. Wir sind in der Situation, dass das bekannte WM, also das Warehouse Management, demnächst ausläuft, sodass ganz viele Kunden jetzt vor der Entscheidung stehen, wie soll es weitergehen. Das EWM hat im Moment einen Schwerpunkt auf der Integration mit Transportmanagement, also mit dem SAP TM und auch mit der Produktion, in dem Fall mit der Cloud-Lösung mit der SAP DM. Das Digital Manufacturing sehen wir ja auch im Bereich Produktion als strategisch und sind auch da unterwegs. Es gibt noch eine ganz neue Lösung, die SAP auf den Markt bekommen hat, das SAP Logistics Management. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen? Das SAP Logistics Management wird es ab 2026 geben. Das ist eine schlanke Lösung, die im Moment allerdings noch keine Produktionsintegration vorsieht. Es ist eher für Vertriebsniederlassungen, Vertriebsläger vorgesehen, hat aber den riesen Vorteil, dass wir eine ganz enge Kombination aus Lagerverwaltung und Transportmanagement haben. Es ist quasi eine Kombination aus SAP EWM und SAP TM. Für Läger, die keine Produktion benötigen, durchaus eine interessante Alternative. Vielleicht abschließend, lass uns Richtung Positionierung gucken. Wie siehst du uns hier aufgestellt? Wir bei der Share IDS behandeln die komplette Prozesskette. Wir sind in Richtung Prozesse unterwegs. Wir bilden alle Module ab in die letzten Tiefen des EWM. Dafür würden wir uns einen Partner suchen, was wir in der Vergangenheit auch schon getan haben, um solche Problemlösungen dann auch abdecken zu können. Wir sind eher für durchgehende betriebswirtschaftliche Prozesse sehr gut aufgestellt und bei komplexer Automatisierung, Anbindung Hochregallager, solchen Themen würden wir gegebenenfalls uns dann auch mit einem Partner verstärken. Dankeschön, Marco. Das soll es für heute gewesen sein. Kurzer Ausflug zum Thema EWM im Mittelstand. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Themenkomplex haben, kontaktieren Sie uns gerne.